Du kennst es sicher auch. AG, Achtung Gefahr. Frau am Steuer, ui nein. Oder noch besser, die Videos, die wir einmal sehen, wie Leute am HB durchfahren. Ich habe heute für dich jemanden da, der mit diesen Leuten allen etwas gemeinsam hat, und zwar einen Fahrlehrer. Der Dennis ist Fahrlehrer, selbstständig, und er steigt im Beifahrersitz ein und nebendran hocken einmal Leute, die noch nie auf der Straße waren. Ich zeige dir heute, was hinter dem Ganzen steht, wie so eine Lektion ist, wie die Person ist, die das Ganze macht. Ich bin mega gespannt auf das Gespräch mit dem Dennis. Herzlich willkommen bei KLUW, eine weitere Folge Berufe, und hören wir doch gerade mal rein, was der Dennis zu erzählen hat. Ciao miteinander, ich bin der Dennis. Ich komme von Frauenfeld, wohne jetzt seit einem Jahr im Kanton Thurgau. Ich bin selbstständiger Fahrlehrer und das seit mittlerweile 3 Jahren. Wieso, dass ich heute da bin? Ich habe gedacht, ich möchte mal die Sicht von einem Fahrlehrer zu diesem Beruf euch mal mitteilen, wie das ist, was dahinter steckt und wie es sich so lebt. Schön, bist du wieder da bei einer weiteren Folge KLUW. Du hast wahrscheinlich schon gedacht, wo sind die? Schon ein paar Wochen kein neues Video gekommen. Leute, es war die Prüfungsphase. Mein Studium hat mich wieder mal auseinandergenommen. Und nein, ich habe da drunter keine Bombe. Das ist einfach das Kopftuch, weil meine Haare waschen, alle, die einen Afro haben. Schreib doch bitte du gerade unten in die Kommentare, ob du das auch kennst, wenn du am Abend einmal gefühlt den ganzen Blütenstaub rauswäschst, die 1000 Fetzchen von den Bäumen, Katastrophe. Darum trage ich einmal gerne so etwas, dann habe ich meine Ruhe. Also, keine Angst, keine Bombe oder so, einfach das Kopftuch. Kommen wir mal aber zurück zum Dennis. Dennis, schön bist du da. Ich bin mega gespannt auf unser Gespräch. Und ja, gehen wir gerade rein. Ich kann nicht nachlassen, ich habe schon eine provokante Frage da für den Dennis, und zwar: Du hast mir erzählt, als wir am Anfang geschrieben haben miteinander, eben, du bist im KV gewesen, also ich sage jetzt auch mal, vom Bürogummi zum Fahrlehrer. Dennis, viele Leute, oder ich höre daraus raus, Leute sehen Fahrlehrer eher als eine Zwischenlösung. Warum bei dir keine Zwischenlösung? Warum hast du dich entschieden, das voll zu machen? Ja, also als erstes mal danke vielmals, dass ich da sein darf. Und ich habe natürlich damit gerechnet, dass da so irgendwie die Richtung etwas wird kommen. Wenn ich muss sagen, KV war für mich die Zwischenlösung. Ah, okay, ja. Ich konnte nie etwas mit dem eigentlich anfangen. Ich wollte grundsätzlich Fitnesscoach werden. Ich hatte dort auch Zusage für die Lehre. Das war das erste Mal, wo man EFZ ausgebildet hat im Fitnessbereich. Ach. Und dann haben die mir bei 2 oder 3 Monaten vor der Lehre haben die mir gesagt: Hey Dennis, das ist uns zu heissen, wir kennen nicht, wie das läuft. Wow. Wir haben keine Erfahrung in dieser Ausbildung. Wir müssen da leider absagen. Da warst du in der 3. Sek. Ja. 2 Monate. Wow. Richtig. Und krass. Dann musste ich mit Ach und Krach irgendwie eine Lösung haben, damit ich bin schon in einem Alter war, wo so 10. Schuljahr, das wäre nicht mehr gegangen. Da wäre ich ja irgendwie, also gegangen wäre es schon, aber ich habe das irgendwie für mich nicht wollen, wenn es etwas anderes gibt. Und dann habe ich lange mit meinem Mami hier auch geredet und hat sie gesagt, ja, KV ist halt eine gute Grundausbildung und da machst du sicher nichts falsch, das ist Sprache, das ist wirtschaftlicher Bereich. Und dann habe ich gefunden, hey, ja, komm, das machen wir jetzt. Und ja, in dieser Ausbildung war es dann schon eher so gewesen, dass es für mich eine Zwischenlösung war. Und in dieser Ausbildung war mir auch klar gewesen, angestellt zu sein. Keine? Nein. Du sprichst gerade an, die Ausbildung. Wie ist das so? Wird die unterschätzt? Wenn ich da denke, Fahrlehrerausbildung, ich stelle mir da vor, das ist so ein Kurs, geht man 2-3 Mal an und nachher wird gesagt, okay, du darfst das beibringen oder nicht? Oder ist das etwas sehr Aufwendiges, Intensives? Wie hast du die Ausbildung wahrgenommen zum Fahrlehrer? Ich denke, es ist relativ
ja, subjektiv, wie man so etwas anschaut. Also jemand, der ein Studium gemacht hat, der empfindet das vielleicht eher, ja, das so heftig ist es jetzt nicht. Für mich war es doch ziemlich anspruchsvoll gewesen. Lange nicht mehr in der Schule gewesen auch. Die Schulbank drucken so ist ja, nicht so einfach gewesen. Aber es ist summa summarum ein Jahr gegangen. Das hat sich dann zusammengestellt mit einem halben Jahr Schule. Da hat man verschiedene Module, wie redet man, krass. Kommunikation, wie geht man mit den Leuten um, also im Unterricht. Und dann ist es dann wirklich um die Fahrausbildung gegangen, VKU, wie gibt man im VKU, wie tut man im Auto unterrichten auch, wie ist das mit diesen Pedalen. Also ich kann euch schon mal sagen, das ist dann etwas anderes wie das normale Gas. Dort, also es ist härter und es braucht dann schon noch mal ein bisschen andere Gefühlsebene für die 2 oder 3 Hebel, die dann am Boden unten sind. Und nachher hat man Praktikum ein halbes Jahr. Und dort mein Götti, im Fahrlehrer Götti, der schon länger Fahrlehrer ist. Und wenn man Glück hat, so wie ich jetzt das hatte, dann hat er auch ganz viel Arbeit, die er dir dann abgeben. Ah, so gut. Genau. Ja, also, du darfst dort schon dann ein bisschen fahren und so üben. Richtig, ja. Also du bildest aus. Und wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast und der Fahrlehrer Götti genug Arbeit hat, dann kannst du ganz, ganz viel ausbilden und somit auch viel Erfahrung sammeln, dann für die eidgenössische Prüfung. Wenn du jetzt gerade noch zurückdenkst an die KV-Zeit und an die Ausbildungszeit, wo du zum Fahrlehrer ausgebildet wurdest, hast du da Gemeinsamkeiten gesehen oder selber auch gespürt, hey, Fahrlehrer, das ist etwas, was ich will. Die Ausbildung gefällt mir viel ringer wie das KV-Zeug. Oder ist es vom Aufbau her, kann man es sich vergleichen wie eine Lehre, die man macht, wenn man die Fahrlehrerschule jetzt machen möchte? Eine Lehre, ja, eine Lehre würde ich jetzt vielleicht nicht gerade sagen, aber es ist schon eine Erwachsenenbildung. Okay, ja. Viele Gemeinsamkeiten mit einer Lehre hast jetzt eigentlich grundsätzlich. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie du diese Ausbildung machen kannst. Entweder in einem Jahr ein Express, so habe ich es gemacht, ich wollte es so schnell wie möglich haben. Und dann gibt es aber noch andere Möglichkeiten, ich könnte jetzt nicht mehr auswendig sagen, wie es ist, aber sicher über 2 Jahre hinweg, wo du dann das machen kannst. Und zum Beispiel auch noch arbeiten. Ich bin nicht mehr arbeiten, ich habe nur Schule gemacht, nachher das Praktikum. Genau. Und ja, ich kann einfach sagen, es ist mir einfacher gefallen zum Lernen, weil das war wirklich etwas, das wollte ich unbedingt wollen. Und im KV, ja, das ist jetzt nicht so meine Welt, vor allem ja, im Betrieb auch nicht jetzt, ja, so mega gut gewesen. Jetzt so, wenn ich so zurückdenke, auch berufsspezifisch nicht so. Nicht so Nein, dort ist mir auch eben wirklich klar geworden, hey, irgendwann machst du dich selbstständig und machst dein Ding. Und es hat bis jetzt geklappt und bin zufrieden. Ich möchte an dieser Stelle gerade ein heikles Thema, gut, nimmst gerade einen Schluck Wasser, ansprechen. Du hast sicher wie ich auch das Gefühl, ja, Fahrlehrer, das ist eine günstige Sache, da kostet sicher nichts oder wird fast einem nachgerührt. Das Ganze ist sicher auch mit Kosten verbunden gewesen, die Ausbildung. Kannst du uns da mal ein paar Zahlen nennen? Zahlt man dort auch Lektionen oder gibt es ein Kombipaket? Jetzt gerade zum Beispiel so, wie du gemacht hast, das Expressmodell, das Jahr. Wie viel hätte dich das gekostet? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich habe gemeint 19'500 Franken. 19'500. Sind wir grosszügig? In der Schweiz runden wir ja auf, oder? 20'000 Stutz. Und nachher hast du auf Deutsch gesagt, einfach den Fetzen, das darfst du ausbilden. Du hast noch kein Auto, du hast noch keine Kunden, nichts. Du hast einfach das Papierchen, das darfst du ausbilden. Ein Auto musst du nicht haben. Ich habe mir jetzt eins geholt für das Praktikum, weil mein Fahrlehrer Götti hat es selber gebraucht zum Fahren. Er hat wirklich gute Arbeit gehabt und an dieser Stelle hoffe ich ja immer noch viel Arbeit. Und ja, also grundsätzlich ist es eigentlich schon so, man hat den Fackel. Man kommt aber vom Staat mittlerweile Subventionen über, die zurückkommen. Es sind, glaube ich, 9'000 Franken Subventionen. Aber du musst an der eidgenössischen Prüfung sein, damit die Subventionen dann auch wirklich zurückbekommst. Und also eben, ich höre schon richtig in diesen 20'000.
da ist das Auto nichts dabei. Das ist auch selber nachher noch gekommen. Richtig. Wie sieht das aus? Wenn man da jetzt in deinem Fall, du hast es während deiner Ausbildung geholt, kann man da, egal welches Modell, einfach eins nehmen und dann kannst du das wie zusätzlich aufrüsten lassen? Oder gibt es da Vorgaben? Könnte man jetzt auch einen Ferrari nehmen, auf gut Deutsch gesagt? Ich nehme an, lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, aber würde es nicht auch gehen? Das wäre jetzt wahrscheinlich das Erste, was ich mir überlegen, lohnt sich denn das überhaupt noch? Genau, also wenn ich Multimillionär wäre, würde ich glaube so etwas machen, einfach weil es mir Spass macht und nicht den Finanzen wegen. Ja. Grundsätzlich, du musst das Auto abnehmen lassen. Dass es eine Fahrschule ist. Und es muss ein Bildschirm ersichtlich sein und da werden verschiedene Sachen vom Strassenverkehrsamt geprüft. Okay, ja. Dann gibt es einen Stempel rein, Fahrschulauto genehmigt und dann darfst du mit dem Auto die Fahrschule betreiben. Cool. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, vom VW Polo bis zum M3, BMW, könntest du jedes nehmen, musst es einfach ummodeln und da den Stempel holen gehen. Genau, und bei dir, also beim Straßenverkehrsamt von deinem Kanton abnehmen lassen, dass das so verhebt, auch mit den Pedalen, die am Boden sind, dass die richtig montiert sind. Und dann steht dem eigentlich grundsätzlich nichts im Weg. Ist da auch, du musst es in dem Kanton abnehmen gehen, wo du nachher auch Schule gehst, oder darfst du jetzt rein theoretisch auch in Graubünden dir den Fackel und den Stempel holen vom Strassenverkehrsamt? Dort ist da auch noch eine Regelung, weißt du? Das ist gerade ein bisschen sehr sorry. Also grundsätzlich ist es so, dass du dein Auto dort zu MFK bringst und abnehmen lässt, wo du auch wohnhaft bist. Ja, okay. Ich darf aber auch Fahrschule machen im Kanton St. Gallen beispielsweise. Das ist nicht gesetzt. Okay, cool. Jetzt sind wir auch schon, ich schaue auf die Uhr, 10 Minuten am Reden. Podcast-Welt, die 1000 Lichtchen, ihr seht es leider nicht. Hast du dich langsam daran gewöhnt? Wie war es am Anfang so, der Einstieg? Ja, also so das erste Mal eigentlich mit sich selber reden, oder so quasi, ist noch speziell. Aber ja, jetzt weiss ich mal, was auch bei euch dahinter steckt. Nämlich, es ist nicht einfach nur eine Kamera und man redet. Du sprichst es an, ja. Und ja, das sind Sachen, die sieht man halt als Zuschauer sieht man nicht. Es ist einmal noch viel so, wir haben am Anfang, wo die Kamera noch nicht am Reden war, miteinander kurz geschwätzt, der Dennis und ich eben. Leider, ich sage wirklich leider, siehst du nur das Endergebnis. Und weil ja du alles immer besser weißt, kommt dann einmal noch so ein Kommentar, ja, warum hätte er das nicht können besser, das ist blöd, da. Aber im Hintergrund, was es für das alles braucht, geben sich leider viele Leute nicht die Mühe, das zu erkunden oder so, weil ich bin mir todsicher, wirst du wissen, was hinter dem Ganzen steckt, von Fahrlehrer bis zu Mami und mir, der Aufwand, die Krisen, wir sind auch nur Menschen, es geht zusammen Scheiße und nachher hockt da ein und du musst, da hat irgendein Sohn die Wohnung auseinandergenommen und du musst da ruhig bleiben. Wir sind alles auch Menschen. Ich hoffe, dass du da ein bisschen mehr Einblick auch heute bekommst in dieser Folge. Darum nochmal danke vielmals, bist du da, Dennis. Und ich würde sagen, ich bin jetzt so frech, wir probieren etwas Neues aus, Dami und ich. Hat es dir bis dahin gefallen? Dann schalt doch bitte nächste Woche wieder ein. Und wir gehen über dann in Teil 2, Dennis, wo wir dann wirklich anfangen zu schwätzen im Alltag, wie der bei dir aussieht. Sehr gut, prima. Bis nächste Woche. Wir sehen uns. Tschüssi. Wie schon beim letzten Video mit der Inki, auch bei diesem Video verlosen wir mit der Kooperation mit dem Dennis zusammen einen Gutschein für eine Fahrlektion. Wenn du den Gutschein gewinnen willst, ist alles, was du machen musst, hier unten in den Kommentaren kommentieren, warum genau du den bekommen sollst und teile das Video an einer Person doch gerade weiter. Heute haben wir den 28. Juni und das Ganze läuft 3 Wochen lang. Sprich, wenn du noch weitere Infos brauchst, schau einfach unten in den Bios rein und dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video. Dir ganz einen schönen Abend noch.